Hallo, ich mache jetzt gleich das 18 Gramm, 16 Gramm Darts Vergleich-Video, weil ich muss jetzt hier dann alles wegräumen und saugen, weil gerade die Spitze abgebrochen ist. Und wenn das Baby die abgebrochene Spitze erwischt und verschluckt, dann ist hier Alarm. Also von daher muss ich jetzt hier gleich alles rausräumen. Will ich aber weil, ganz ehrlich, der Automat ist ja cool und den Bär sehe ich auch noch ein, aber der Rest, ich muss mir jetzt ein ordentliches Darts Corner hier einrichten. Von daher, die Darts liegen hier zufällig schon. Hier gleich in dem Feuerwehrauto. Diese sind 18 Gramm. Und das sind, wie man sieht, fast die gleichen wie die hier. Die 16 Gramm Kollegen, die ich übrigens nochmal habe hier in meinem Köfferchen. Hier. Das sind die gleichen wie die hier, nur nicht so abgegriffen. Daher noch schwarz statt Silber. Und diese zwei sind absolut vergleichbar. Vergleichen wir jetzt mal. Wie man sieht, haben diese noch die alten Spitzen sogar drauf, weil ich die fast nie gespielt habe. Die sind quasi noch neu. Achtet mal nur auf das Barrel. Das hier sind nämlich die Amberjack Steel Darts, die ich gespielt habe. Also hobbymäßig, bevor ich E-Dart angefangen habe. Manchmal werfe ich die noch nachts, wenn der Automat einfach zu laut wäre und die Kinder wecken würde. Dann werfe ich auf das Sisal-Board mit diesen. Und dann dachte ich mir, hey, da kaufst du dir die gleichen doch in E. Und das hier sind die Amberjack Soft Darts. Die heißen genau gleich, sind auch von Red Dragon. Aber wie man sieht, als die ankamen, dachte ich mir, ja, die sind eigentlich nur vom Namen her gleich. Gut, man könnte das hier vielleicht noch als Weiterentwicklung sehen von dem hier, von dem Design. Aber sonst haben die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Wie man sieht, habe ich früher auch kurze Schäfte gespielt. Und jetzt habe ich eben diese Keramik, die gibt es zwar offiziell in kurz, ich habe es aber noch nirgendwo gesehen zu kaufen. Sonst würde ich die vielleicht mal probieren, wobei ich jetzt eigentlich ziemlich geil eingespielt bin, wie man gleich sehen wird. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen, das sind die Amberjack. Ich habe es euch mal rausgesucht. Das hier sind die Steel Amberjack, die ich in 21 Gramm habe. Und das hier sind die Soft Amberjack, die ich eben in 18 Gramm habe, die wir jetzt dann gleich ausprobieren werden. Und das hier, habe ich gerade entdeckt, ist Nodor Tiger Orange. Und jetzt sagt mir, dass die anders aussehen als die Amberjack. Das sind ja wohl die gleichen. Ja, dann würde ich mal sagen, soll man sie gleich werfen? Nö, also hier ist die Anleitung vom Löwenautomat. Hier ist so ein Ding, was ich mal geschrieben habe für die 20 besser Datentipps. Kann ich auch hier oben nochmal einblenden. Davor gibt es auch bald ein neues Video, weil es gibt jetzt ein paar Advanced-Tipps, die mir so eingefallen sind, die bei mir ziemlich geil einschlagen zurzeit. So, die hier, wie man sieht, sind sehr hübsche Darts. Das RD steht für Red Dragon. Haben auch die Keramik-Shafts von Harrows, die ich nutze, und Red Dragon Hardcore Flights extra thick. Und eben diese aus dem Spiel und Freizeit, diese Spitzen, die ich damals benutzt habe. 18 Gramm, 2 Grifflächen. Und die da sind 16 Gramm, die habt ihr schon zur Genüge gesehen. Das sind meine Ersatzdarts, das ist genau das gleiche Set Darts, das ich spiele. Einfach aus dem Grund, falls mir mal einer übelst kaputt geht beim Spiel, habe ich keinen Bock, da ewig rumzuschrauben und alles auszupacken. Hätte ich zwar dabei. Habe hier zwar die Ersatzsachen dabei. Hier nochmal Ding dabei, nochmal Spitzen und alles habe ich ja natürlich dabei. Aber wenn es mir einen übelst kaputt macht, wenn das Barrel kaputt geht oder die Spitze im Barrel abbricht oder der Schaft im Barrel abbricht oder irgendwie sowas, für den Fall habe ich nochmal das gleiche Set, natürlich auch etwas eingespielt, wie man sieht, dabei. Dann nehme ich einfach dieses Set oder nehme einen Dart davon. Das ist zumindest mein Plan. Ja, jetzt können wir mal gucken. Schwerpunktmäßig. Jetzt habe ich ihn in etwa. Wie man sieht, ist er nicht ganz hinten, nicht ganz hier, sondern irgendwie bei der vorletzten Rille. Da ist der Schwerpunkt von diesem Dart. Und von diesem Dart ist er ähnlich. Auch nicht beim hinteren Grip, sondern mehr zwischen den Rillen und dem hinteren Grip. Hier irgendwo ist er im Schwerpunkt. Und dann schmeißen wir mal. Dieses Game hatte ich eh gerade an. Spielen wir jetzt erstmal fertig. Jetzt mache ich mal mit den 18 Gramm. Ach, da stecken noch zwei. Ah ne, muss ich stecken lassen.
Machen wir den 18 Gramm, schauen wir mal die. Die fliegen schön. Also der erste fliegt schön, die anderen zwei nicht so. Ja, aber der erste gegen die Triple 20. So, sind natürlich ein bisschen schwerer, man merkt es schon. Man merkt es schon. Werfen noch einmal mit denen. Da hat man gleich ganz andere. Na gut, der Flight ist auch ziemlich schief hier. So, den Flight hier mal gerade machen. Probieren wir mal Triple 19. Oh, Doppel 16, nicht schlecht. Ja, wie man sieht, liegt mir das Gewicht nicht so. Aber die Darts sind 1A, also kann man nicht meckern. Oh, jetzt wollte ich mal 3 Grad versuchen. Ah, wenigstens den hier. Ich spiele das jetzt mal runter mit den 18ern. Ah! Klar geht man da nicht da drauf. Bei 89 geht man natürlich Triple 19, 32, aber ich wollte jetzt natürlich die 180 versuchen. Warum auch nicht? Oh, ein Löchlein daneben. Also, man merkt kurze Eingewöhnungsphase, aber dann gehen die schon. Ja. Also ich würde sagen, man merkt's. Ich merke tatsächlich im Arm komischerweise diese paar Gramm mehr. Die sind schwerer. Die ja, kommen mehr bombastisch rein, so mehr so boff. Also die sind schwerer und das Gewicht merkt man auch. Und ich würde die wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich habe die mal gekauft zum Probieren. Habe das probiert. Ist nicht besser bei mir. 16 Gramm liegt mir besser. Und jetzt probieren wir noch einmal die ganz normalen 16er. Meine Ersatzdarts 16er. Die fühlen sich jetzt tatsächlich leichter an, nachdem man mit den schweren gespielt hat, ist ja klar. Trotzdem sollten sie fliegen. Das ist okay. Ja, das war geil. Dadurch, dass der zweite Dart den hier runtergedrückt hat, hat sich hier nochmal eine Lücke aufgetan. Eigentlich war das Triple 20 Feld schon komplett zu. Und genau in diese Lücke habe ich den gerade reingeworfen. Glaube ich zumindest. Falls das nicht der Fall ist, schaue ich mal im Video nach. Da war eigentlich noch genug Platz. Schade, aber die 16er fliegen gut. Nein, ich krieg einfach die 180 nicht hin. Da hat mir der Dart etwas in der Hand. Ich habe ihn nicht gleich rausbekommen vom Rhythmus her. Ah, schade. Da war schon Platz, aber die Flights hingen so rein, dass von oben her kaum was möglich war. So, jetzt müssen wir 151 machen. Schade. Ah, das ist immer das Gleiche bei sowas. 129 war die Triple 18.
Hätte ich einfach weitergeworfen, geradeaus, statt eine 151 zu versuchen, hätte ich wahrscheinlich jetzt ein paar Punkte von der Uhr genommen. Man weiß es nicht, ne? Das war jetzt vierte Runde 151, war natürlich abartig. Oh, durchstrecken. Dann spiele ich hier die 5. Runde. Halleluja. Halleluja, das wäre mein geilster Dart jemals gewesen. Und noch nicht nachlassen. Nee. Noch nicht nachlassen, 6. geht. Nein! Doch nicht in die Doppel 16. Ah, das war wieder meine Chance auf 6. Runde. Nicht genutzt. Bitter, bitter, bitter. Schade, und ich habe eigentlich gut gespielt, fand ich. Ich habe eigentlich ganz gut geklingelt hier gerade. Ah, Mist. 7. Gibt's ja nicht jetzt. Ja. Oh, schade, schade. Schauen wir mal, wie Stats sind dann. Nee, ne? 30,4 Punkte pro Dart. Ich habe einen über 90 Average gespielt. 116. Die ersten 3 Runden, 116er Schnitt. Alter Schwede, so ist mir noch nie passiert. 17 Darts, sagt er. Das stimmt nicht, ne? Der zählt nicht die, die daneben gegangen sind. Ah, der zählt wahrscheinlich hier auch nicht die mit. Schade, schade, dann war der Schnitt schlechter. Aber lecco mio. Von dem Automat her waren es die geilsten Stats, die ich je hatte. Vielleicht sollte ich öfter mal die schweren und dann die leichten Darts werfen. Oder meine Ersatzdarts hätte ich früher mal werfen sollen, weil meine Hauptdarts vielleicht ein bisschen abgenutzter sind, als ich dachte. Nee, alles Humbug, das lief einfach geil, weil ich gerade geil spiele zur Zeit. Ich mache auch die Tipps dafür, mache ich nochmal, weil es läuft gerade echt geil. Das Fazit meines kleinen Tests ist, glaube ich, eindeutig. Ich spiele einfach mit 16 Gramm, weil ich mich jetzt daran gewöhnt habe und ich werde es auch weiterhin so machen. Und wie man sieht, liegt mir das ziemlich gut. Im Gegensatz zu den 18 Gramm, die bei mir jetzt natürlich jetzt nicht so geflogen sind, wie sie vielleicht hätten können, weil ich ja auch nie mit denen übe. Also ich würde trotzdem sagen, probiert beides aus. Viele spielen 18 Gramm und die meisten EDAT-Ligen sind auch so, dass die Regeln so sind, dass man bis 18 Gramm spielen darf, mit einer 5% Abweichung. Und da würde ich sagen, kannst du beides ausprobieren oder kannst noch was Leichteres ausprobieren, wie du möchtest. Für mich jedenfalls eindeutig, ich bleibe bei 16 Gramm. Servus.